Die 4-3-3 ist eine Formation mit massig Potenzial, mit den richtigen Taktiken und Spieleranweisungen. Wir können sowohl auf Konter gehen, als auch sehr ruhig Tiki-Taka das Spiel aufbauen. Plus, wir haben natürlich 3 Mittelfeldspieler, die vor der Viererkette für richtig viel Stabilität sorgen. Fangen wir direkt an mit den Taktiken und in der Defensive stellen wir das Ganze auf ausgeglichen. Das gibt uns Option abzuwarten, aber auch aggressiv zu pressen und dann 40er Breite. Ganz einfach, deswegen die Formation ist schon sehr, sehr breit mit den beiden Flügelspielern. Das heißt, wir wollen eher ein bisschen zusammenziehen in der Defensive. Bei der Tiefe kannst du wieder variieren. Wenn du schon ein super guter Verteidiger bist, dann geh hoch bis auf die 55. Und wenn du sagst, naja, hinten habe ich schon noch so meine Probleme, dann würde ich vielleicht eher auf eine 45er Tiefe gehen oder irgendwas dazwischen 50 oder so. Dann bist du einfach noch ein kleines bisschen stabiler. Gerade jetzt zum Team of the Season, wo natürlich sehr, sehr viele Leute super schnelle Angreifer haben. Den Angriff packen wir zuerst mal hier auf ausgeglichen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit für ruhigen Ballbesitz, aber auch für schnelle Konter nach vorne, wenn sich diese Kontersituation ergeben. Falls nicht, dann wollen wir den Ball immer recyceln und dann im letzten Drittel die Chancenerarbeitung, die packen wir auf Läufe in die Spitze. Das triggert manuell die Läufe, aber denkt natürlich auch dran, mit L1 oder LB immer wieder manuell Spieler in die Lücken zu schicken. Spieler im Strafraum packen wir auf 7. Außergewöhnlich für meine Taktiken, das weißt du. Aber wir haben hier die Besonderheit mit den beiden Flügeln, linker Flügel, rechter Flügel, dass wir die auch in die Mitte ziehen wollen. Das sehen wir gleich auch in den Spieleranweisungen. Und das hilft uns dann, bedeutet, wenn zum Beispiel der Ball auf dem rechten Flügel ist, zieht der linke Flügel mit rein und dann die Ecken und die Freistöße natürlich wie immer jeweils nur auf 1, um da keine dummen Kontersituationen zu provozieren, in Kontersituationen zu geraten. Kommen wir zu den Spieleranweisungen. Super wichtig bei dieser 4-3-3. Die Innenverteidiger bleibt standardmäßig auf hinten bleiben und dann den LV und den RV. Hier haben wir 3 Einstellungen. Hinten bleiben bei Angriffen. Wir haben ja schon vorne die Flügel außen. Konservatives Abfangen, das unterstützt nochmal das, dass diese Spieler wirklich hinten bleiben und nicht bei so Situationen zu aggressiv draufgehen und dann auf jeden Fall als drittes übergreifend, denn wenn wir zum Beispiel außen spielen, wie hier mit den RV auf den rechten Flügel, auf der linken Seite genauso, dann wollen wir, dass die Verteidiger weiter außen sind als die Flügelspieler, damit unsere besseren Angreifer, die Flügelspieler, nicht nach außen abgedrängt werden, sondern damit die sich zentral in die Box orientieren. Für mehr erstklassige Tipps und Taktiken abonniere auf jeden Fall sehr, sehr gerne den Kanal. Versteht ihr? GE-Erne, so wie Aufsteig GR. Die beiden ZMs außen, die sind beide gleich hinten bleiben bei Angriffen. Ganz, ganz wichtig, die müssen unsere Verteidigung beschützen. Wir wollen die vor dem 16er haben, in diesem Verteidigungslauf mit L2 und R2. Dort wollen wir Pässe abfangen und dann wollen wir natürlich auch Strafraum dran beim Flanken. Das bedeutet einfach, wenn wir nach vorne kommen in so Flankensituationen, wenn der Ball außen ist, das heißt nicht, dass wir flanken wollen, aber dass diese Spieler dann maximal bis zur Strafraumkante laufen und nicht in den Strafraum. Diese beiden ZMs sind ja unsere Absicherung hinten. Auch noch auf Mitte abdenken, das siehst du gleich auch bei den Flügelspielern, warum das absolut Sinn macht und warum das so wichtig ist. Der ZM in der Mitte arbeitet wie ein Stürmer oder ZOM, deswegen lassen wir den auch relativ ausgeglichen und dann ist es wichtig, dass er sowohl nach vorne als auch nach hinten Stats hat, mit denen er arbeiten kann. Also eine ausgeglichene Karte mit einem kleinen Fokus vielleicht auf die Offensive. Hoch, Arbeitsraten sind perfekt oder hoch nach vorne und Medium nach hinten ist auch sehr gut. Auch den packen wir auf Mitte abdecken, ganz einfach, damit er seine Kraft, wenn er doch mal mit nach hinten arbeitet, nicht auf den Flügel verschwendet, sondern da in der Mitte zumacht, wo es wirklich gefährlich ist. Jetzt kommen wir zu den 2 wichtigsten Spielern, den Flügel. LF und RF, die sind beide gleich eingestellt und da wollen wir auf jeden Fall in die Mitte ziehen, sodass wir immer 2 Angreifer haben. Heißt, wenn der Ball zum Beispiel auf der rechten Seite ist, dann haben wir den Stürmer in der Mitte und wir haben den linken Flügel in der Mitte. Für Flanken in den Strafraum wird das Ganze noch unterstützen und dann haben wir natürlich auch Abwehr überlaufen. Wir haben gesagt, das ist hier Tiki-Taka Ballbesitz plus die gute Option, immer wieder in Kontersituationen zu gehen. Und natürlich sollen die beiden die Defensive verstärken. Ganz, ganz wichtig, dass diese beiden Außenspieler mit nach hinten kommen. Wir haben die ZMs, die in der Mitte verteidigen und wir haben die Flügelspieler, die außen verteidigen vor unserer Viererkette. Damit euer Stürmer genauso viele Tore macht wie Simon Terodde, packt ihn auf jeden Fall auf zentral orientieren. Wir haben nur einen Stürmer, der muss in der Box sein. Der soll auf jeden Fall vorn bleiben und die Abwehr überlaufen, um auch nochmal Räume zu schaffen und mögliche Kontersituationen auszunutzen. Du brauchst jetzt noch Tipps, um mit dieser 4-3-3 sofort durchzustarten, dann check dieses Video hier aus, damit du vorne mehr Tore machst und hinten die Kiste sauber hältst. Abonniere auf jeden Fall den Kanal für mehr Tipps, für mehr Taktiken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.